Hi und herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Heute machen wir eine Gazpacho, eine südspanische Gemüsesuppe bzw. Tomatensuppe. Und das Tolle daran ist, dass sie kalt serviert wird. Und es ist hier gerade 37 Grad und jetzt brauche ich was Kaltes. Wir fangen an damit, dass wir unsere Tomaten schneiden. Und zwar, dadurch, dass es alles gleich in den Mixer geht, müssen wir die wirklich nicht so fein schneiden. Es reicht also vollkommen, die einmal zu halbieren. Und dann hier in etwas größere Stücke zu schneiden. So, insgesamt brauchen wir 1 Kilo Tomaten, was bei mir jetzt 5 großen Tomaten entsprach. Und diese werden wir jetzt alle mal versuchen in diesen Mixer reinzubekommen. Um hier einfach wieder ein bisschen mehr Platz reinzubekommen, werde ich ihn jetzt erstmal durchpürieren. Okay, das sollte jetzt erstmal reichen. Das muss noch deutlich länger püriert werden, aber um erstmal hier wieder ein bisschen Platz reinzubekommen, weil wir müssen das hier alles noch da rein tun, belassen wir es jetzt mal so. Okay, als nächstes brauchen wir eine ganze Gurke. Können wir großzügig die Enden abschneiden. Und dann auch hier wieder einfach in grobe Stücke schneiden. Müsst ihr nicht besonders klein machen. Und als letztes kommt noch unsere grüne Paprika. So. Wenn ihr die übrigens so schneidet wie ich, dann kriegt ihr hier so ein schönes Bäumchen, was man super wegschmeißen kann. Und da hängen die ganzen Samen drin. So, die Paprika tun wir auch in den Mixer und als letztes brauchen wir noch eine Zehe Knoblauch, die wir einfach auch wieder grob ein bisschen klein schneiden, ohne zu viel Aufwand. So, kommt alles in den Mixer und jetzt wird es für 2 Minuten auf der höchsten Stufe durchgemixt. Wenn das schon mal ganz gut durchgemixt aussieht, also das hier ist übrigens gerade genug für diesen Mixer hier, dann braucht ihr 2 Teelöffel Sherry-Essig. Das ist, dadurch, dass es eine andalusische Suppe ist, kommt dieser Sherry-Essig auch eigentlich nur aus Andalusien. Wenn ihr also keinen finden könnt oder nicht zufällig in Andalusien gewesen seid und irgendwie einen mitnehmt, dann könnt ihr als Ersatz auch Reisessig nehmen. Das findet man eigentlich in jedem Supermarkt in der asiatischen Abteilung. Wie gesagt, 2 Teelöffel kommen rein und dann auch noch 2 Teelöffel Salz. Jeweils rein. So. Einmal ganz kurz durchmixen. Jetzt gebt ihr 125 Milliliter Olivenöl noch dazu. Mal gucken, ob ich das treffe. Ja. Wir machen nochmal auf. Und wenn ihr dann die ganze Mixtur einmal durchgesiebt habt, dann solltet ihr eine, wie man das erkennen kann, eine orangene oder auch pinke, bei mir ist jetzt leicht orange, da kommt ja halt immer drauf an, welches Olivenöl ihr verwendet, welche Tomaten ihr verwendet. Auf jeden Fall solltet ihr dann so eine wunderbare, schöne Suppe haben, die also unter Frischhaltefolie jetzt erstmal für mindestens 1 Stunde, aber am besten bis die richtig kalt ist, in den Kühlschrank geht. Okay, es ist jetzt 1,5 Stunden später und wir können unsere Gazpacho jetzt mal hier aus dem Kühlschrank holen. So, zum Servieren empfehle ich einfach nur noch ein bisschen Olivenöl drüber zu machen. Und das war's. Super einfach. Also wie ihr sehen könnt, fürs Rezept braucht ihr nichts mehr als
ein Messer, um euer Zeug zu schneiden und einen Mixer. Alternativ könnt ihr es auch mit einem Pürierstab machen, falls ihr keinen Mixer habt, beziehungsweise wenn, also meine war jetzt gerade an der Grenze die Menge, aber wenn es sozusagen noch größer ist oder euer Mixer eben ein bisschen kleiner ist, dann empfiehlt es sich wahrscheinlich, das einfach in einer ganz großen Schüssel zu machen und dann direkt da drin zu pürieren. Dauert halt ein bisschen länger und wahrscheinlich ein bisschen anstrengender. Ich hoffe, euch hat mein erstes Video gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Anregungen oder Fragen habt, dann lasst sie doch einfach in den Kommentaren. Und ja, bis nächste Woche. Ciao!